Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu den Fragen des Tests Leben in Deutschland. Heute beschäftigen wir uns mit den Fragen 241 bis 260. 241. Frau Seeger bekommt ein Kind. Was muss sie tun, um Elterngeld zu erhalten? A. Sie muss an ihre Krankenkasse schreiben. B. Sie muss einen Antrag bei der Elterngeldstelle stellen. C. Sie muss nichts tun, denn sie bekommt automatisch Elterngeld. D. Sie muss das Arbeitsamt um Erlaubnis bitten. B. Sie muss einen Antrag bei der Elterngeldstelle stellen. 242. Wer entscheidet, ob ein Kind in Deutschland in den Kindergarten geht? A. Der Staat. B. Die Bundesländer. C. Die Eltern, die Erziehungsberechtigten. D. Die Schulen. C. Die Eltern, die Erziehungsberechtigten. 243. Mike und Sibylle wollen mit Freunden an ihrem deutschen Wohnort eine Demonstration auf der Straße abhalten. Was müssen sie vorher tun? A. Sie müssen die Demonstration anmelden. B. Sie müssen nichts tun. Man darf in Deutschland jederzeit überall demonstrieren. C. Sie können gar nichts tun, denn Demonstrationen sind in Deutschland grundsätzlich verboten. D. Mike und Sibylle müssen einen neuen Verein gründen, weil nur Vereine demonstrieren dürfen. A. Sie müssen die Demonstration anmelden. 244. Welchen Schulabschluss braucht man normalerweise, um an einer Universität in Deutschland ein Studium zu beginnen? A. Das Abitur. B. Ein Diplom. C. Die Prokura. D. Eine Gesellenprüfung. A. Das Abitur. 245. Wer darf in Deutschland nicht als Paar zusammenleben? A. Hans 20 Jahre und Marie 19 Jahre. B. Tom 20 Jahre und Klaus 45 Jahre. C. Sophie 35 Jahre und Lisa 40 Jahre. D. Anne 13 Jahre und Tim 25 Jahre. D. Anne 13 Jahre und Tim 25 Jahre. 246. Ab welchem Alter ist man in Deutschland volljährig? 16, 18, 19, 21. B. 18. 247. Eine Frau ist schwanger. Sie ist kurz vor und nach der Geburt ihres Kindes vom Gesetz besonders beschützt. Wie heißt dieser Schutz? A. Elternzeit. B. Mutterschutz. C. Geburtsvorbereitung. D. Wochenbett. B. Mutterschutz. 248. Die Erziehung der Kinder in Deutschland ist vor allem Aufgabe A. des Staates, B. der Eltern, C. der Großeltern, D. der Schulen, B. der Eltern. 249.
Wer ist in Deutschland hauptsächlich verantwortlich für die Kindererziehung? A. Der Staat, B. die Eltern, C. die Verwandten, D. die Schulen, B. die Eltern. 250. In Deutschland hat man die besten Chancen auf einen guten bezahlten Arbeitsplatz, wenn man A. katholisch ist, B. gut ausgebildet ist, C. eine Frau ist, D. Mitglied einer Partei ist, B. gut ausgebildet ist. 251. Wenn man in Deutschland ein Kind schlägt, A. geht das niemanden etwas an, B. geht das nur die Familie etwas an, C. kann man dafür nicht bestraft werden, D. kann man dafür bestraft werden, D. kann man dafür bestraft werden. 252. In Deutschland A. darf man zur gleichen Zeit nur mit einem Partner, einer Partnerin verheiratet sein. B. kann man mehrere Ehepartner, Ehepartnerinnen gleichzeitig haben. C. darf man nicht wieder heiraten, wenn man einmal verheiratet war. D. darf eine Frau nicht wieder heiraten, wenn ihr Mann gestorben ist. A. darf man zur gleichen Zeit nur mit einem Partner, einer Partnerin verheiratet sein. 253. Wo müssen Sie sich anmelden, wenn Sie in Deutschland umziehen? A. beim Einwohnermeldeamt, B. beim Standesamt, C. beim Ordnungsamt, D. beim Gewerbeamt, A. beim Einwohnermeldeamt. 254. In Deutschland dürfen sich Ehepaare scheiden lassen. Meistens müssen sie dazu das Trennungsjahr einhalten. Was bedeutet das? A. Der Scheidungsprozess dauert ein Jahr. B. Mann und Frau sind ein Jahr verheiratet, dann ist die Scheidung möglich. C. Das Besuchsrecht für die Kinder gilt ein Jahr. D. Mann und Frau führen mindestens ein Jahr getrennt ihr eigenes Leben. Danach ist die Scheidung möglich. D. Mann und Frau führen mindestens ein Jahr getrennt ihr eigenes Leben. Danach ist die Scheidung möglich. 255. Bei Erziehungsproblemen können Eltern in Deutschland Hilfe erhalten vom A. Ordnungsamt, B. Schulamt, C. Jugendamt, D. Gesundheitsamt, C. Jugendamt. 256. Ein Ehepaar möchte in Deutschland ein Restaurant eröffnen. Was braucht es dazu unbedingt? A. Eine Erlaubnis der Polizei, B. eine Genehmigung einer Partei, C. eine Genehmigung des Einwohnermeldeamtes, D. eine Gaststättenerlaubnis von der zuständigen Behörde, D. eine Gaststättenerlaubnis von der zuständigen Behörde. 257. Eine erwachsene Frau möchte in Deutschland das Abitur nachholen. Das kann sie an
A. Einer Hochschule, B. Einem Abendgymnasium, C. Einer Hauptschule, D. Einer Privatuniversität, B. Einem Abendgymnasium. 258. Was darf das Jugendamt in Deutschland? A. Es entscheidet, welche Schule das Kind besucht. B. Es kann ein Kind, das geschlagen wird oder hungern muss, aus der Familie nehmen. C. Es bezahlt das Kindergeld an die Eltern. D. Es kontrolliert, ob das Kind einen Kindergarten besucht. B. Es kann ein Kind, das geschlagen wird oder hungern muss, aus der Familie nehmen. 259. Das Berufsinformationszentrum BIZ bei der Bundesagentur für Arbeit in Deutschland hilft bei der A. Rentenberechnung, B. Lehrstellensuche, C. Steuererklärung, D. Krankenversicherung, B. Lehrstellensuche. 260. In Deutschland hat ein Kind in der Schule A. Recht auf unbegrenzte Freizeit, B. Wahlfreiheit für alle Fächer, C. Anspruch auf Schulgeld, D. Anwesenheitspflicht, D. Anwesenheitspflicht. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.